Ja, und nachdem ich dann den Bluttest gemacht habe, war klar, dass ich schwanger bin. Und warum sprichst du nicht mit deiner Mutter darüber? Sie wird dich sicher verstehen. Nein, sie darf es auf keinen Fall erfahren. Das gäbe eine Katastrophe. Das weißt du doch gar nicht. So wie ich Erika kennengelernt habe, ist sie eine sehr verständnisvolle Frau. Nein, ich muss damit alleine fertig werden. Ach, Mini, kein Mensch kann so ein Problem alleine lösen. Und was ist mit dem Vater des Kindes? Wer ist das überhaupt? Frag mich nicht danach. Es wird alles wieder gut. Nein, das glaube ich nicht. Willst du denn das Kind? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Tut mir leid. Ach, Milli. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Millis Verhalten was mit Schulproblemen zu tun haben soll. Ja, das wird dir gut tun. Danke. Es muss noch einen anderen Grund geben. Sie ist doch immer eine gute Schülerin gewesen. Vielleicht ja gerade deshalb. Sie kommt einfach nicht damit zurecht, dass sie mal etwas nicht gleich kann. Hm? Boah. Ich kenne Milli ja nicht so gut, aber ist sie vielleicht besonders ehrgeizig? Ehrgeizig war sie immer. Sie ist noch nie mitten aus dem Gespräch aus dem Zimmer gerannt. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Wahrscheinlich kommt eins zum anderen. Erst die Magenverstimmung und dann noch die Probleme mit der Schule. Außerdem ist Milli in einem Alter, wo man 1000 Probleme hat. Ich kenne das auch noch von mir. Kenne ich auch, aber ich möchte an ihren Problemen teilhaben. Vielleicht kommen Milli ihre Sorgen so lächerlich vor, dass es ihr peinlich ist, darüber zu sprechen. Wenn es wirklich gravierend wäre, würde sie es dir bestimmt erzählen. Ja, hoffentlich hast du recht. Komm, jetzt leg dich erst mal hin und ruh dich aus. Ja. Brauchst du noch irgendwas? Nee. Ich will jetzt nur ganz schnell wieder schlafen und ganz schnell wieder fit zu sein. Sonst geht uns nämlich unser dicker Auftrag auch noch flöten. Gute Idee. Und mach dir nicht mehr so viele Sorgen um Milli, hörst du? Das wird schon wieder. Ja, Hi. Ich mach gerade eine Pause und wollte mal sehen, wie es dir geht. naja, Hattest du heute keine Schule? doch, aber ich bin früher gegangen, weil mir wieder so schlecht war. Setz dich doch. Ja. Ehrlich gesagt mache ich mir ziemliche Sorgen um dich, nach allem, was du mir da gestern erzählt hast. Du hast doch hoffentlich mit niemandem darüber gesprochen. Natürlich nicht. Trotzdem, Milli, du kannst den Kopf nicht einfach in den Sand stecken und hoffen, dass alles vorbeigeht. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Milli, wer ist der Vater? Das kann ich dir nicht sagen. Warum denn nicht? Es gibt ein Riesentheater, wenn das rauskommt. Kenne ich ihn? Du hilfst doch niemandem damit, wenn du schweigst. Am allerwenigsten dir selbst. Wenn ich wüsste, wer es ist, könnte ich dir vielleicht irgendwie helfen. Mir kann keiner helfen. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Hm? Versprich mir, dass du es niemandem sagst. Versprochen. Es ist Nick. Der Freund deiner Schwester. Es ist aber schön, dass ihr mal wieder vorbeigekommen seid. Milli wird sich auch freuen. Übrigens, Nina ist da. Ach, das ist ja nett. Milli, Nina, kommt ihr mal runter? Geht's dir denn wieder besser? Ja, danke. Ich bin zwar noch nicht hundertprozentig auf dem Damm, aber wenigstens muss ich nicht mehr mitnehmen. Hallo. Hi. Na? Komm mal, wir wollen gleich alle zusammen essen. Warte einen Moment. Ich habe sowieso keinen Hunger. Sag mal, warst du eigentlich gestern auf der Hochzeit? Nee, leider nicht. Ich hätte ja sowieso nur alle angesteckt und das wollte ich natürlich nicht. Ach, es gibt ja auch noch andere Hochzeiten, nicht wahr? Ja, klar.
Übrigens ist unsere Wohnung doch so klasse geworden. Ihr müsst jetzt unbedingt mal vorbeikommen. Ja, gerne. Wenn du uns endlich mal einlädst. Ja, ihr habt ja sowieso nie Zeit. Komm, jetzt übertreib mal. Mama sei mir nicht böse, aber ich esse nicht mit. Ich muss noch was für die Schule lernen. Auf leeren Magen? Ich krieg sowieso kein Bissen runter. Ihr könnt mir ja was aufheben, ja? Ja? Hi. Millie, so geht das nicht weiter. Du kannst dein Verhalten nicht ewig auf deine angeblichen Schulprobleme schieben. Alle merken, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Sicher? Ja. Und Nick merkt doch auch, dass du ganz komisch drauf bist. Fass dir endlich ein Herz und sprich mit ihm. Aber was soll ich ihm denn sagen, dass ich schwanger bin? Genau das. Aber das kannst du von mir nicht verlangen. Und du weißt genau, warum. Er ist mit Steffi zusammen. Und Steffi ist deine Schwester, ja, aber trotzdem... Aber was? Millie, du machst alles nur noch viel schlimmer, wenn du dem Problem davonläufst. Du musst Nick endlich die Wahrheit sagen. Ja, du hast ja recht. Ich muss es Nick sagen. Aber was, wenn Steffi davon erfährt? Oder Mama? Ich kann's ihm nicht sagen. Willst du die ganze Verantwortung alleine tragen? Was ist, wenn dein Kind einmal wissen will, wer sein Vater ist? Sag ich einfach, dass er sich nicht vorgestellt hat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und Mama, sie weiß zwar, dass ich immer in Nick verliebt war, aber sie hat mir schon so oft gesagt, dass ich das abhaken soll. Es ist die einzige Möglichkeit, damit Steffi nie erfährt, was passiert ist. Erika würde es bestimmt verstehen. Nein, nie. Ich habe mit dem Freund meiner Schwester geschlafen. Das ist so ziemlich das Letzte. Keiner würde mich verstehen. Alle würden mich hassen. Und das Kind würde dann alles abbekommen. Es wäre das Kind einer Schlampe. Millie, du bist doch keine Schlampe. Und wie soll ich meinem Kind dann erklären, dass die Oma es nicht sehen will und die Tante es dann am liebsten umbringen würde? Millie, auf Dauer lässt sich eine Schwangerschaft nicht verbergen. Das weiß ich doch. Was soll ich denn machen? Aber du willst das Kind. Auf jeden Fall. Ich kann Nicks Kind nicht abtreiben. Dir ist klar, dass jeder nach dem Vater fragen wird, wenn das Baby erst mal da ist. Na und? Ich muss es doch nicht jedem sagen. Ist doch meine Sache. Und du glaubst, dass sich Erika damit zufrieden gibt? Muss sie dann wohl. Nick ist doch auch nicht blöd. Wenn er 9 Monate zurückrechnet, dann weiß er Bescheid. Und wenn ich ihm einfach nicht sage, wann das Baby geboren ist? Wenn ich zum Beispiel für 1, 2 Jahre verschwinde und einfach sage, dass das Baby 1 Jahr später geboren wurde. Aber Millie, das fliegt doch auf. Egal wie oder wo, ich kriege das Kind. Hi, ihr zwei. Hi. Ihr braucht ja ewig mit den Hausaufgaben. Steht Millie mal wieder auf der Leitung? Nein, sie hat's jetzt verstanden. Hey, das habe ich nie geschafft. Du hast es ja auch nie versucht. Naja, vielleicht nicht in Sachen Schule. Aber seit Jahren probiere ich dir zu erklären, wie man sich einen Typen an Land zieht. Erfolglos. Millie wird bestimmt mal eine alte Jungfer. Außer du gibst ihr mal ein paar Tipps. Auf mich will sie ja nicht hören. Ist ja ganz nett geworden hier. Ich muss dann auch los. Nick ist vor einer halben Stunde schon einkaufen gegangen. Er will heute kochen. Hey, wie toll. Na, dann lernt mal schön weiter. Tschüss. Tschüss. Wenn ich dir nur irgendwie helfen könnte. Das tust du schon, indem du mir zuhörst. Ja, aber das Kind kann ich nicht für dich bekommen. Was Interessantes im Fernsehen? Na, hast du deine Hausaufgaben endlich fertig? Wo ist nicht Fernsehzeitschrift? Lies lieber mal diesen Artikel hier, das ist ja interessant. Austauschschüler berichten von ihren Erfahrungen. Das wird auch was für dich. Du bist ja unheimlich gut in der Schule, aber dein Englisch kannst du in den USA immer noch verbessern. Und Fremdsprachen sind doch heutzutage unheimlich wichtig. Soll ich einen Nudelauflauf machen? Ja, warum nicht? Diese Schüleraustausch-Idee. Ist das was für Millie?
Ich denke schon. Eine Luftveränderung würde ihr sicher gut tun. Seit Steffis Auszug ist sie noch introvertierter geworden. Und das Ausland, da bekommen sie neue Impulse. Ich weiß nicht. Außerdem braucht sie endlich einen Freund. Dazu muss sie nicht zigtausend Kilometer fliegen. Millie schon. Immer noch Nick. Mal gucken, was Millie sagt. Ich muss noch mal weg, ja? Wo will sie denn jetzt schon wieder hin? Das wäre die ideale Lösung. Ich könnte in Ruhe mein Kind bekommen und nebenbei ein anderes Land kennenlernen. Aber Millie, das ändert doch gar nichts an deinem Hauptproblem. Wenn du nach einem Jahr mit deinem Kind zurückkommst, wird dich trotzdem jeder fragen, von wem das Kind ist. Dann erfinde ich halt irgendeinen Johnny, den ich dort kennengelernt habe. Und wie willst du Erika erklären, dass dein toller Johnny keinen Unterhalt zahlen kann? Oder willst du dir dein Taschengeld unter seinem Namen zurücküberweisen? Mein Gott, dann ist es eben ein armer Johnny gewesen. Okay, anders gesagt. Austauschschüler leben doch in Gastfamilien. Du kannst davon ausgehen, dass deine Gasteltern sofort bei Erika anrufen, sobald sie mitbekommen, dass du schwanger bist. Und schwupps bist du wieder zu Hause. Meinst du wirklich? Davonlaufen bringt nichts, Millie. Das Beste ist wirklich, wenn du erst mit Nick und dann mit deiner Mutter redest. Ich bin davon überzeugt, dass Erika verständnisvoll darauf reagieren wird. Oder soll ich mit Nick reden? Nein, das muss ich alleine schaffen. Bloß, wie soll ich ihm das sagen? Ob du wohl ein Junge wirst oder ein Mädchen? Jedenfalls wirst du temperamentvoll und dickköpfig. Dein Geburtstag fällt nämlich in das Sternzeichen des Stiers. Ja? Musst du nicht langsam zur Schule? Ich habe die ersten beiden noch frei. Ich muss die Mathearbeit doch nicht mitschreiben. Die, bei der so viele durchgefallen sind. Ja. Der Lehrer gibt ihnen eine zweite Chance. Nett, was? Das ist sehr nett. Was hältst du eigentlich von meiner Idee mit dem Schuljahr im Ausland? Könnte witzig werden. Ja, du könntest viele neue Erfahrungen sammeln. Und die Organisation, die in dem Artikel erwähnt wurde, die macht mir einen guten Eindruck. Ich glaube. Millie? Ja? Hast du dir wehgetan? Nein, mir ist nur der Atlas runtergefallen. Sag mal, kommst du zum Mittagessen? Ich kann dir doch was Leckeres kochen. Dein Lieblingsessen, Auberginenauflauf. Das ist lieb, aber ich muss nach der Schule noch zur Schülerversammlung. Ja, dann. Oh, was ist denn los? Du gehst doch nur zur Schule, nicht ans Ende der Welt, hm? Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Jetzt musst du aber los. Sonst kommst du noch zu spät. Ciao, Schatz. Tschüss, Mama. Ja? Hey, Millie, komm doch rein. Was ist denn das? Ich gehe weg aus Köln. Nein, nicht die Sache mit dem Schüleraustausch. Das haut nicht hin, du hast schon recht. Aber ich habe lange darüber nachgedacht. Und es ist für alle das Beste, wenn ich weggehe. Ja, sag mal, aber... Versuch nicht, mir es auszureden. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe weg und ich bekomme Nicks Baby. Aber Nick, er muss es doch wissen. Er hat doch ein Recht zu Ja, erfahren, dass... ich habe ihm einen Brief geschrieben. Da steht alles drin. Dass ich schwanger bin und dass ich das Kind bekommen werde. Und dass ich ihm auf keinen Fall damit zur Last fallen will. Und dass ich darum weggehe. Obwohl ich ihn noch liebe.
worum ich dich bitten wollte. Kannst du mit meiner Mutter darüber reden, sobald ich weg bin? Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Und du kannst ihr das bestimmt alles sehr gut erklären. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Und wo willst du eigentlich hin? Nach Portugal. Und wovon willst du da bitte schön leben? Ich habe ein bisschen Geld gespart. Und das Leben ist dort nicht so teuer. Und zur Not muss ich mir eben einen Job suchen. Ein Job. Hochschwanger in Portugal. Na klasse. Sag mal, spinnst du? Wach endlich auf, verdammt nochmal. Weglaufen ist doch keine Lösung. Das macht doch alles nur noch schlimmer, Millie. Jetzt mal ganz realistisch. Du kommst total erschöpft in Lissabon am Hauptbahnhof an. Es ist dunkel, du kennst die Stadt nicht, du kannst die Sprache nicht und suchst eine Unterkunft. Das ist doch der blanke Horror. Und selbst wenn du die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden hast, was willst du tun? Du hockst Tag und Nacht in irgendeinem kleinen Zimmerchen. Ohne Familie, ohne Freunde, ohne Geld. Millie, du bist schwanger. Was ist, wenn du plötzlich irgendwelche Beschwerden bekommst? Vielleicht ist das alles wirklich keine gute Idee. Absolut nicht. Da gibt's nur eins. Du musst es deiner Familie sagen. Nein, nein, das bringe ich nicht. Oder zumindest Nick. Aber dabei fällt mir ja ein, du hast ja schon den ersten Schritt getan. Ich finde es sehr gut, dass du ihm den Brief geschrieben hast. Der Brief. Los, komm schnell, wir müssen ihn holen. Millie, nein, lass es laufen. Das ist wirklich das Beste. Bitte, bitte, wir müssen ihn jetzt holen, den Brief. Millie, irgendwann musst du es ihm doch sagen. Zieh es jetzt durch. Ein anderes Mal, bitte hilf mir. Können Sie nicht etwas schneller fahren? Das schaffen wir schon noch. Wahrscheinlich ist Nick noch gar nicht zurück. Hoffentlich, bitte, bitte, hoffentlich hast du recht. Oh Gott, und wenn Nick den Brief doch schon gelesen hat? Ich glaube ja immer noch, das wäre eigentlich das Beste. Nein, das wäre schlimm. Aber vielleicht guckt Nick ja gar nicht nach der Post. Und wenn doch, ich halte das nicht aus. Hey, jetzt mal eins nach dem anderen. Gleich sind wir da und dann schaust du erst mal nach. Kommst du mit? Lieber nicht. Aber ich bleib hier in der Nähe und warte auf dich, okay? Rot! Ist auch noch rot! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ja, gut, wenn das so ist, dann stehe ich zu meinem Wort. 15.000, aber nicht mehr. Hm? Ja, dann bleibt alles wie gehabt. Okay. Strom, Telefon, Reklame. Hör mal, ich rufe dich später noch mal an. Ja, Steffi ist gerade gekommen, wir wollen was zusammen essen. Ja. Bis dann. Ciao. Hi. Hi. Wer war denn das? Ach, das war so ein Typ aus dem Verein, wollte mal hören, wie es so geht. Wie war dein Shooting? Ein bisschen anstrengend, aber sonst okay. Fein. Ist was dabei? Nee, nur Reklame und die Telefonrechnung. Na prima. Die wird ja wieder der Hammer wahrscheinlich bei deinen Telefonaten. Na, da hast du aber Glück gehabt, meine Süße, mit der Telefonrechnung. Hey, piekst ja wie verrückt. Ich pieke? Ich habe mich heute Morgen erst rasiert. Komm, ich stehe nicht auf Igel. Auch nicht auf Igel, die Niki heißen. Nein. Ab mit dir ins Bad. Und wenn du schon dabei bist, die Dusche könnte dir auch nicht schaden. Ich erwarte dich. Du, das hätte ich mir ja denken können. Ist Nick da? Ja, er ist da. Und du bist deswegen da, stimmt's? Bitte, ich muss ihn unbedingt wieder haben. Wiederhaben. Warum denn? Steht was Dummes drin? Wahrscheinlich, wenn ich an die Absenderin denke. Gib ihn her! Nein! Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir lesen ihn jetzt. Gleich hier. Wir beide zusammen.